Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Dawn Apart mixt Minecraft mit Satisfactory, Worshippers of Cthulhu erreicht Version 1.0, New Cycle im Angebot, größeres Update für Roman Triumph, gewinnt Beta-Keys für Red Chaos und Anno sieht wunderschön aus und bringt tatsächlich den Landkampf zurück. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist New Cycle, dazu aber gleich noch mehr. Das aktuell noch etwas unter dem Radar laufende Dawn Apart soll ein Weltraumkolonie- und Fabrikaufbauspiel mit komplett zerstörbarer Umgebung werden. Hinzu kommt der Basenbau für eure Siedler und eine Tower-Defense-Komponente, denn verteidigen müsst ihr euch auch noch. Eure Siedler steuert ihr dabei nicht RTS-like direkt, sondern verteilt Aufgaben, um die sich dann der nächste Freie kümmert, also in gewisser Weise auch eine Prise die Siedler im Weltraum. Somit lässt sich der Titel am einfachsten als ein Mix aus Minecraft, die Siedler und Satisfactory beschreiben und sieht mit seiner einfachen Voxelgrafik zudem auch sehr stimmig aus. So verwandelt ihr eine außerirdische Landschaft in eine blühende Industriekolonie und genießt dabei komplette Freiheit, müsst aber auch Wohnhäuser planen, Mauern hochziehen und Militär ausbilden, was euch dann gegen Feinde verteidigt. Klingt eigentlich richtig geil und kann jetzt auch angetestet werden. Die Demo findet ihr dementsprechend auf deren Steam-Page. Lohnt sich. Des Weiteren ist das Kulissen-Horror-Aufbauspiel Worshippers of Cthulhu nun komplett und hat somit Version 1.0 erreicht und die Early Access Phase verlassen. Die Vollversion ergänzt das letzte Kapitel der Kampagne durch 2 neue Storykarten mit neuen Herausforderungen und auch einem Endgegner. Zudem wurden neue Biome ergänzt, ein neues Ritual und eine neue Zeremonie hinzugefügt, sowie dem Spiel eine neue Horroreinheit und neue Gebäude spendiert. Wer also schon immer mal eine Horrorversion von Anno spielen wollte, ja, gönnt euch. New Cycle is a city building game with focus on survival. Establish a settlement and develop it all the way from humble beginnings to industrial metropolis. Hingegen haben im Citybuilder New Cycle eine Reihe von zerstörerischen Sonneneruptionen die Menschheit ins Chaos gestürzt. Somit ist es eure Aufgabe, in diesem Anno-like Aufbauspiel in einer Welt voller Sandstürme, Dürren und Brände eine neue Siedlung zu gründen und diese trotz aller Widrigkeiten zu einer Metropole aufzubauen, die mit den neuen Bedingungen klarkommt. Hinzu kommen aber auch Flüchtlingskrisen, Unruhen, Krankheiten und so weiter. Viel zu tun also und aktuell bei Instant Gaming im Angebot. Denn bei meinem Partner erhaltet ihr den spannenden Citybuilder für gerade mal 12 € zuzüglich Mehrwertsteuer und somit mal wieder sehr viel Spiel für sehr wenig Geld. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. You will have to make crucial decisions, many of them painful, to avert the downfall of your civilization. Remember, there is always hope, and our greatest achievement is yet to come. New Cycle. There must be a future beyond survival. Das nächste Aufbauspiel in dieser Runde ist Roman Triumph Survival City Builder, welcher mit Version 0.20 einige Neuerungen spendiert bekommen hat. Hier verteidigt ihr euch als römische Grenzsiedlung gegen Barbaren, mythische Bestien und andere Fabelwesen, habt also neben dem Citybuilder-Part auch eine gehörige Tower-Defense-Komponente und zudem ein RTS-Kampfsystem zur Hand. Das diese Woche veröffentlichte Update ergänzt den Titel um Diagramme und Graphen für mehr Überblick. Außerdem gab es 4 neue Ressourcen und die dazugehörigen neuen Gebäude. So könnt ihr jetzt Olivenöl und Wein herstellen, für welche ihr wiederum eine Olivenfarm samt Olivenölmühle bzw. ein Weingut samt Weinkeller benötigt.
Aktuell sind beide nur eine bevorzugte Handelsware, sollen aber in kommenden Updates weitere Funktionen erhalten. Obendrauf gab es natürlich auch unzählige Quality-of-Life-Verbesserungen. We train our soldiers for war, and we prepare to fight horrors far worse than men. All for the glory of Rome. It was only a matter of time until mankind came to total world war. Machines of destruction were used in every imaginable way and turned the sky into a glowing flame. Noch actiongeladener wird es im RTS Red Chaos District Order, welches sich klar die guten alten C&C-Spiele als Vorbild genommen hat. Nach dem Dritten Weltkrieg, welcher die Erde verwüstet hat, bleibt nur eine kleine Region, genannt der Unbefleckte Garten, als bewohnbare Zone zurück. Diese wird von der mächtigen Iron Hand verwaltet, welche mit dem Strom an Flüchtlingen zunehmend überfordert ist, weswegen sich diese auch unter dem Banner der Widerstandsbewegung zusammenschließen und einen neuen Konflikt vom Zaun brechen. Red Chaos bietet euch also gute gewohnte C&C-Kost mit 2 Fraktionen im Multiplayer mit bis zu 6 Spielern und natürlich auch mit einer Singleplayer-Kampagne. Jetzt kommt's. Aktuell befindet sich der Titel in seiner Closed Beta, für welche ich euch Keys verlosen kann. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt mir einfach via Discord eine PM. Zudem solltet ihr auch auf dem Zocker-Lounge Discord vertreten sein. Lohnt sich by the way sowieso. Darüber hinaus könnt ihr demnächst auch im Livestream einen Blick in die Beta riskieren, denn ich veranstalte mit bis zu 5 von euch ein Community-Event rund um Red Chaos. Die Mitspieler erhalten hierfür natürlich auch exklusiven Zugang zur Beta von mir. Aktuell sind noch 3 Slots frei, hier gilt aber First Come, First Serve. Also meldet euch gerne. Link zum Discord wie immer in der Videobeschreibung. Seht nur, Statthalter! Römische Pracht! Das alles überstrahlende Ereignis war aber natürlich der große Anno 117 Gameplay Reveal, welches gefühlt jeder Creator auf diesem Planeten, außer mir, anspielen durfte. Also nicht wundern, dass dazu von meiner Seite diese Woche nichts kam, das können aktuell die Anspieler natürlich viel besser. Zudem wurde YouTube geradezu mit Videos zum Spiel geflutet, sodass ein ergänzendes Video von mir sicher sowieso komplett untergegangen wäre. Wir arbeiten uns aber hier natürlich weiter im Rahmen meiner Möglichkeiten in den Anno-News durch alle Aspekte des Spiels. Es geht hier also wie gewohnt weiter, auch wenn mich Ubisoft nicht mehr lieb hat. Ein Aspekt, der mir aber noch viel zu unterrepräsentiert vorkam, ist die Rückkehr des Landkampfes, welchen es seit Anno 1404 nicht mehr gab und welcher dort auch ehrlicherweise nicht besonders gut umgesetzt war. Wir wissen jetzt aber, dass ihr neben modularen Schiffen auch Militärtruppen aus unterschiedlichen Einheiten bilden könnt. Es ist also kein klassisches RTS-Kampfsystem, in dem ihr jede Einheit einzeln befehligen könnt, dafür aber dann die ganze gebildete Gruppe. Als Vergleich würde ich hier spontan mal die Siedler 6 hernehmen. Neben Nahkampfinfanterie sind außerdem Bogenschützen, berittene Reiter und Belagerungswaffen in Form von einem Katapult bestätigt. Auf dem Promo-Bild dazu kann man außerdem einen General sowie einen Fahnenträger erkennen. Inwieweit diese beiden relevant sind, wurde zum Beispiel noch nicht verraten. Gut zu erkennen ist außerdem, dass ihr Tore in euren Mauern mit Bogenschützen bemannen könnt. Der Militäranteil ist in Anno 117 also, natürlich auch passend zum Setting, größer als in allen Anno-Teilen vorher und verdient somit ein eigenes Video. Ich werde mich dementsprechend schlau machen und das Ganze dann voraussichtlich kommende Woche vorstellen. Seid ihr also gespannt? Lasst gerne ein Abo da, gönnt euch News Cycle mit meinem Partnerlink und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Wie euer Vermächtnis in Erinnerung bleibt, Statthalter, liegt in eurer Hand. Doch zuerst müsst ihr es aufbauen. Anno 117, Pax Romana, auf die Wishlist, jetzt.